Hallo allerseits, heute möchte ich euch wieder einen Bausatz vorstellen, und zwar die Dassault Rafale M von Revell 1:48. Der Bausatz ist eigentlich eine Wiederauflage, den gab es früher schon mal von Revell, jedoch ohne diese neuen Außenlasten. Also gut, schauen wir mal rein in den Bausatz. Der Bauplan ist eigentlich Revell typisch, wie immer. Ein bisschen Hintergrundinformationen zum Flugzeug, technische Daten, Sicherheitshinweise, Symbolerklärung, Farbtabelle, bezieht sich nur auf Revell-Farben und hier ein Diagramm mit allen enthaltenen Gießästen. Die grau unterlegten Teile werden nicht verwendet. Dann geht's los mit dem Zusammenbau. Ja, der Sitz besteht da schon aus einige Teile. Und auch das Cockpit macht generell einen recht detaillierten Eindruck. Ja, hier eine Option für die geöffnete Cockpithaube. Ja, sieht ganz anständig aus, wie man es eigentlich auch erwartet von Revell. Ja, die kleinen Flügelchen vorne sind auch beweglich. Ja, ist auch alles sehr übersichtlich arrangiert, selbst wenn so viele Bauteile verbaut werden wie in dieser Baustufe. Eigentlich ganz gut, das ist auch sicher für Anfänger doch recht einfach. Ja, ihr seht hier, die Räder sind schon abgeflacht unten. Das ist ganz okay. Die meisten professionellen Flugzeugmodellbauer würden die Reifen jedoch ohnehin austauschen. Ja, das Fahrwerk ist auch schön detailliert eigentlich. Sieht gut aus. Ja, hier nochmal die Option, geöffnete Cockpithaube oder nicht. Und hier dann die ganzen Außenlasten. Also da kenne ich mich jetzt zum Beispiel gar nicht aus. Mica EM oder Mica IR, keine Ahnung was das ist, aber ist ja eh nur wegen der Optik. Ich finde so ein Jet im beladenen Zustand sieht schon cooler aus. Dann geht es schon an die Abziehbilder und die Bemalung. Hier erstmal ein allgemeines Schema mit allen Abziehbildern, die die Versionen gemeinsam haben. Das sind die ganzen Sicherheitshinweise zum Beispiel. Und hier dann die erste Version im Libyen-Einsatz auf der Charles de Gaulle. Dann die anderen. Hier die letzte Version. Also ihr seht, die unterscheiden sich nicht sonderlich, die haben zum Beispiel alle dieselbe Lackierung. Ja, eigentlich nur die taktischen Zeichen sind unterschiedlich. Ein bisschen langweilig, aber ich denke, wenn man vielleicht sich ein bisschen zusätzliche Abziehbilder holt, kann man vielleicht ein bisschen interessantere Varianten darstellen. Hier der Bogen mit den Abziehbildern. Ihr seht, es sind sehr viele, vor allem die ganzen kleinen Sicherheitshinweise und so weiter. Alles natürlich grau in grau. Heutzutage gibt es nämlich so bunte Flugzeuge, so Nose Art. Ist alles aus Tarnungsgründen nicht mehr vorhanden. Ja, sauber gedruckt alles. Macht einen guten Eindruck. Das Einzige, was mich stört, ist, dass der Trägerfilm bei den Abziehbildern recht groß ist. Aber ich denke, wenn man die Oberfläche schön präpariert mit Glanzlack und Mikrosol verwendet, dann soll es da nicht zum Silbern anfangen. Dann nehmen wir mal die Bauteile unter die Lupe. Hier Oberteil vom Rumpf.
Also ihr seht, die Blechstöße sind auch schön wiedergegeben und die Nietdetails machen auch einiges her. Ja, ist gut. Hier der Fahrwerksschacht. Ja, ist jetzt nicht so bombig, aber sieht man eh nicht so. Ja, angegossene Sitzgurte. Hier ist so ein Teil dran, was diesen Fortsatz schützt vom Abbrechen. Ziemlich gut. Ja, das gefällt mir sehr gut. Alles sehr klar gegossen. Kein Flächensicht. Keine Sinkstellen. Die Räder sehen auch sehr schön aus. Ärgerlich nur, dass sie eben ja, aus zwei Hälften bestehen. Sieht immer nicht so toll aus. Aber ich denke, damit kommt man klar. Ja, auch die Pylone für die Außenlasten haben schöne Details. Ja, sehr hübsch. Hier haben wir die Tragflächen. Auch hier schöne Nietendetails. Sehr löblich. Also ich bin jetzt nicht so der große Flugzeugmodellbauer und schätze eigentlich noch weniger, aber in meinen Augen sieht es nach einem sehr guten Bausatz aus. Das Heckleitwerk, sehr filigran. Die Düsen hinten, die sehen echt bombig aus. Also sieht eigentlich keinen Grund, die irgendwie noch mit Foto-Edge-Teile aufzumotzen. Die machen schon so als Plastikteil viel her. Ja, allgemein einfach der Guss ist sehr gut geworden. Kein Grat und so, das zahlt sich schon aus, weil man nicht so viel Nacharbeiten braucht. Hier noch ein Gussast mit den ganzen Außenlasten. Fragt mich jetzt nicht, was das für Raketen, Bomben oder was auch immer sind. Da kenne ich mich nicht aus. Aber wie der gesamte Bausatz auch sehr schön gegossen. Hier haben wir die Klarsichtteile. Die sind eigentlich auch schön gegossen. Das einzige, was mich stört, ist, dass die Cockpithaube etwas sehr dick geraten ist. Da wäre vielleicht ein Alternativteil nicht schlecht, wenn man da die Cockpithaube offen darstellt, weil dann fällt es nämlich erst richtig auf. Aber ich baue die eigentlich wahrscheinlich eh geschlossen, einfach nur weil dann die Form von dem Flugzeug einfach schöner ist. Ja, und dadurch, dass die Cockpithaube auch so dick ist, seht ihr, ist relativ schwierig. Also es ging vielleicht besser, das ist so ziemlich mein einziger Kritikpunkt, den ich entdecken konnte. Meiner Meinung nach ist der Bausatz eigentlich erste Sahne, bis auf die etwas zu dick geratene Cockpitverglasung. Das ist vielleicht nicht so optimal, aber davon abgesehen, super Details. Die ganzen Außenlasten sind eine tolle Beigabe. Abziehbilder sind auch okay. Und ja, bin eigentlich zufrieden. Der Bausatz kostet so um die 20 €. Das ist eigentlich auch kein Problem. Nicht zu teuer und man kriegt eigentlich wirklich einen anständigen Bausatz dafür. So, ich hoffe, euch hat mein kleiner Kit-Review gefallen. Nächstes Mal stelle ich euch von Mini-Art die deutschen Zivilisten vor. Bis dahin.
wünsche ich euch frohes Basteln und man sieht sich im nächsten Video. Euer Hamika Varkas.